Drei aktuelle Kirmesunfälle, über die wir heute mal in diesem Video sprechen müssen und das ein bisschen auseinandernehmen. Was ist passiert? Worum geht es genau? Und ist alles wirklich so schlimm, wie es teilweise einem um die Ohren gehauen wird? Mahlzeit, herzlich willkommen beim Review Video Magazin mit einem neuen Video meinerseits, und heute reden wir über drei Kirmesunfälle bzw. eher Zwischenfälle, die aktuell so passiert sind, über die wir vor kurzem auch gesprochen haben, und Sachen, die vielleicht etwas kurioser sind. Und wenn ihr jetzt total sensationsgeil seid, ist es alles halb so wild und gar nicht so schlimm, wie es vielleicht bei ganz vielen Headlines in der Zwischenzeit irgendwie aufgeploppt ist, zum Beispiel auch bei der Kranger Kirmes, wo wir unglaublich viele Nachrichten zu bekommen haben, als es gerade passiert ist, und jetzt auch im Nachgang, ob wir da nochmal drüber sprechen können, was genau da vorgefallen ist. Zu dem Zeitpunkt waren wir gerade noch in den USA, wir sind gestern Abend zurückgekommen, also reden wir heute direkt mal darüber und dröseln das alles ein bisschen auf, Step by Step. Aber bevor wir damit anfangen, müssen wir zurückgehen zu einem Thema, einem Kirmes-Zwischenfall, Unfall, über den wir hier auf dem Kanal schon gesprochen haben, wo ich mich selber noch ein bisschen korrigieren muss und euch noch ein bisschen besser abholen muss, das Ganze besser einordnen muss. Und dabei geht es um ein News-Video vom 4. August 2025 und dem Zwischenfall in Saudi-Arabien, wo eine 360-Grad-Gondel verunfallt ist, beziehungsweise der Arm abgebrochen ist und das mit der ganzen Gondel mit 23, 24 Personen drin sitzend abgebrochen ist und zu Boden gefallen ist. Und ich selber habe ja in dem Video NTV kritisiert, die ja in ihrem Bericht einfach so gar keine Informationen mit drin hatten, habe da ein bisschen mehr zu gefunden und in das Video reingepackt, muss aber auch mich selber jetzt kritisieren, weil da nicht alles komplett ideal war und nicht komplett nochmal, was ich an Infos von einer Quelle bekommen habe, besser gegengecheckt habe. Und das möchte ich jetzt auf jeden Fall in diesem Video hier mal richtig stellen und klarstellen. Und der Hersteller dieses Fahrgeschäftes ist jetzt nicht irgendein China-Nachbauer oder sonst irgendwas, sondern das Teil kommt wirklich aus Europa, es kommt aus Italien. Aber es ist das erste und einzige Fahrgeschäft, was diese Firma gebaut hat, die das gebaut hat. Und das Ganze wird noch viel kurioser und ja, und viel krimineller eigentlich noch. Und wir reden über die Tamasoni Group, die in Italien ja Stahlbauten macht, und dort gibt es dann eine Tochterunterfirma Rides and Fun, und das ist die Herstellerfirma dieses Fahrgeschäfts, über das wir gesprochen haben, beziehungsweise firmiert man auch ab und zu unter Top Fun, und es gibt auch eine Vorgängerfirma und die hieß Diego Cavazza. Die haben bisher auch nur eine einzige Achterbahn gebaut, die von 1988 bis 2024 im englischen Flamingoland stand. Die sind wir sogar gefahren, den Dino Roller, und das war's. Dass das übrigens die erste und einzige Anlage von Rides and Fun ist, ist das, was man über offizielle Quellen findet. Es gibt aber auch wieder Insider, die mir mitgeteilt haben, dass die wohl 3 Anlagen im Jahr bauen, aber immer wieder pleite gehen. Das ist auch wieder nicht so nachvollziehbar. Alles sehr verworren, da müsste wirklich mal vielleicht jemand Offizielles von den Behörden drauf gucken, was das für eine Bude ist und was die da veranstalten und machen. Es gibt aber auf der Homepage einen großen Katalog, wo man zeigt, was man denn alles für Fahrgeschäfte baut, mit Fotos von Fahrgeschäften über Moser Rides bis SBF Visa, die nicht von Rides and Fun gebaut wurden. Aber man hat die in seinem Katalog. Und da vielleicht auch nochmal ein spannender Hinweis, der dazu passt, dass es alles ein bisschen fake und shady ist, was da gemacht wird. Es gibt sogar ein Logo, dass man IAAPA-Member wäre. Die IAAPA ist der internationale Dachverband für Vergnügungsparks und Anlagenherstellern, aber mit dem alten Logo. Und das alte Logo bedeutet, es gibt seit 6,5 Jahren das neue Logo. Das ist schon ziemlich schwierig, mit Sachen zu werben, die man nicht gebaut hat. Und dann ist es das erste Fahrgeschäft, was man baut, was direkt verunfallt. Es geht halt nicht, wenn man irgendwie seit Jahren Stahlbau macht, zu sagen, oh, ich mache jetzt einfach mal Fahrgeschäfte. Da gehört ein bisschen mehr dazu, und es gibt sehr viele Regularien und Vorgaben und DIN-Normen vor allem in Europa, die eingehalten werden müssen, wo ich jetzt nicht nachvollziehen kann, ob man das da gemacht hat. Aber ich sage mal so, es spricht jetzt gerade nichts irgendwie dafür. Aber dass da, glaube ich, nicht so gewissenhaft gearbeitet wird, ist ja relativ offensichtlich, wenn man sieht, dass man sich mit fremden Federn schmückt und viele Sachen sehr komisch rüberkommen. Was genau passiert ist, kann man natürlich jetzt hier nicht nachvollziehen. Aber es gibt verschiedenste Möglichkeiten von Schwächen im Material selbst bzw. der Materialqualität oder auch bis hin zu der Güte der Schweißnähte ist alles möglich, was dafür gesorgt hat, dass dieser Arm abbrechen konnte. Was in der Regel aber trotzdem nicht
möglich sein sollte, wenn man alles genauso macht, wie es die Regularien vorgeben. Was ich inzwischen auch gehört habe, ist, dass Saudi-Arabien jetzt den TÜV Süd heranzieht und sämtliche Anlagen im Land daran prüfen lassen möchte und anpassen lassen möchte. Und da auch nochmal so ein kleiner Exkurs, weil sehr viele Kommentare geschrieben werden, wie toll es doch ist, dass wir in Deutschland den TÜV haben und hier in Deutschland ist ja alles besser und sicherer und alles andere auf der Welt ist ja eine absolute Katastrophe. Und zum Beispiel Abu Dhabi oder auch Dubai haben seit jeher, seitdem es diese ganzen großen Achterbahnen und Fahranlagen dort gibt, den TÜV Süd und lassen von denen ihre Anlagen prüfen. Das auf jeden Fall jetzt nochmal als kleines Update und Richtigstellung von dem, was ich im letzten Video gesagt habe. Wenn ihr genau wissen wollt, was da war, checkt das Video genau aus. Ich verlinke euch das auch hier oben in der Infokarte. Und immer wichtig, wenn man draufhaut und selber reinkackt, das auch mal zugeben. Aber NTV hat dann noch ein Ding am Start, was jetzt aber nicht schlimm ist und jetzt nicht drauf gehauen werden soll. Aber die haben so ein bisschen das Thema vielleicht auch für sich entdeckt. Und es ist eine Frau aus einem Riesenrad gestürzt und dann am Riesenrad hängend weiter mitgefahren. Das auf jeden Fall hat NTV berichtet. Und ereignet hat sich dieser Vorfall in Indien. Mir ist es auf jeden Fall unerklärlich, wie man es hinbekommt, aus einer Riesenradgondel zu fallen. Sitzen an sich ist jetzt nicht so schwierig. Aber passiert ist das Ganze stark auf jeden Fall, wie lange die Frau es geschafft hat, sich an der Gondel festzuhalten. Das Riesenrad ist dann irgendwann runtergekommen und es wäre so langsam der Punkt gewesen, wo man dann loslassen kann, weil man weit genug unten ist und dann dreht das Riesenrad einfach zurück in die andere Richtung und fährt wieder nach oben. Frag mich nicht, wie man da als Operator auch drauf kommt. Und dann wurde todesmutig die Dame von einem Herrn gerettet, der auch komplett geisteskrank auf das Riesenrad geklettert ist und sie dann da hochgezogen hat. Wilde Nummer, wilde Action, ist nichts weiter passiert, aber das ist schon ein starkes Stück. Wir haben ja immer Bock auf außergewöhnliche Reisen, aber Indien ist auch so ein Ding, wo ich irgendwie noch sehr viel Bammel vorhabe, das anzugehen. Das schieben wir immer noch so ein bisschen vor uns her, solange es noch viele andere Ziele gibt, wo wir noch nicht waren. Kommen wir jetzt aber zum Unfall auf der Kranger Kirmes oder dem Zwischenfall und es gab einen riesen Alarm, Unfall auf der Kranger Kirmes. Unsere Handys sind eskaliert, zig Nachrichten, also wirklich sehr viele Nachrichten bekommen. Viele Nachrichten von euch, ey, guckt ihr das an, ey, was ist da los? Wir waren da gerade mit Freunden in Cedar Point unterwegs und haben dann diese ganzen Sachen bekommen und erst gedacht, du meine Güte, was ist denn da los? Und es hat sich sehr schnell herausgestellt, dass gar nicht so viel passiert ist. Aber auch hier wieder Step by Step und es wurde auch im Nachgang von vielen von euch sich gewünscht, dass wir da mal drüber sprechen. Betroffen ist das Fahrgeschäft Predator der Familie Kaiser, welches auf der Kranger Kirmes 2025 stand. Und am Sonntag, den 10. August 2025, kam es zu einem Zwischenfall, bei dem sich ein Verkleidungsteil der rückseitigen Abdeckung der Gondel gelöst hat, runtergefallen ist und dabei einen Mann an der Schläfe verletzt hat. Dieser wurde dann auch vor Ort zeitnah vom DRK versorgt und wie die Stuttgarter Zeitung berichtet, wäre wohl eine Frau noch durch die Aufregung, Panik des Erschreckens am Hyperventilieren gewesen. Und um die wurde sich auch gekümmert. Natürlich wurde der Betrieb sofort eingestellt, der ganze Bereich wurde abgesichert und von der Polizei wurde natürlich auch die Spuren- bzw. Beweismittelsicherung eingeleitet. Bis zum Ende der Veranstaltung ist der Predator auch geschlossen geblieben und mit Rücksprache der Behörden bzw. auch dem Veranstalter wurde dann der Abbau koordiniert. Ganz unabhängig davon wurde von Predator-Seite aus auch ein unabhängiger Sachverständiger beauftragt, sowie eine Fachfirma für Verkleidungsteile beauftragt, das Ganze sich anzugucken, zu prüfen, die Ergebnisse zu dokumentieren und gegebenenfalls Maßnahmen zu empfehlen, die ergriffen werden sollten dann im Nachgang. Und da auch nochmal, den Predator gibt es seit 1997, so ein Fall ist vorher nicht aufgetreten, wir haben 2025 und dieses Fahrgeschäft ist übrigens von Sorani und Moser, ein sogenannter Topstar-Tour. Und solche Zwischenfälle kann sich auch kein Betreiber erlauben bzw. leisten. Erstmal möchte eigentlich niemand von uns wirklich mutwillig anderen Leuten Schaden zufügen und andere Leute gefährden. Und außerdem sind das Unternehmen, die damit ihren Lebensunterhalt bestreiten und Geld verdienen müssen und vor allem an den Spieltagen. Und dann auch noch an einem Sonntagabend auf einer Kranger Kirmes
die Stunden, die dir da fehlen, das macht schon ein großes Loch im Portemonnaie, was einfach keiner gebrauchen kann. Und so war es dann auch, dass direkt am nächsten Tag Teile von Predator bei einer Fachfirma waren für Polyesterarbeiten und dann die Ergebnisse von der Fachfirma und dem TÜV zusammengeflossen sind in Maßnahmen, die ergriffen wurden. Man hat jetzt das Ganze nicht nur repariert, sondern auch alles nochmal verstärkt, so dass so ein Vorfall nicht ein weiteres Mal auftreten kann. Also ganz kurz dann nochmal zusammengefasst, ein Kunststoff-Dekoteil hat sich gelöst, ist vom Fahrgeschäft abgefallen, hat jemand an der Schläfe verletzt und das ist alles, was passiert ist. Das darf nicht passieren und das ist nicht schön und vielleicht hätte es auch böser ausgehen können oder es hätte auch gar nichts passieren können. Aber das ist so quasi ganz kurz zusammengefasst, das, was passiert ist. Super starke, transparente Kommunikation der Familie Kaiser zu dem Vorfall und auch im Nachgang, was man jetzt noch macht und was man für Maßnahmen ergriffen hat. Und es wird auch weiterhin zum Beispiel vor Ort Backstage-Touren geben für Fans und so weiter und so fort, um weiter transparent und offen zu kommunizieren und zu zeigen, was man da macht. Und solltet ihr den Predator jetzt live vor Ort mal sehen wollen, ab morgen, den 16. August bis zum 19.8. steht der Predator in Wenden-Kermitze und ist noch in Bad Homburg, in Moers, auf dem Oktoberfest in München sowie in Memmingen dieses Jahr zu sehen. Wir sehen uns übrigens jeden Tag um 18 Uhr hier auf dem Kanal und wenn ihr das Ganze supporten und unterstützen wollt und euch das nichts kosten soll, drückt ihr gerne auf Abonnieren. Das hilft auf jeden Fall ungemein weiter, würde mich sehr freuen. Road to 100.000 Abos machen wir vielleicht dann letztes Mal langsam auf. Langsam wird es interessant. Und ansonsten war es das jetzt von mir an dieser Stelle. Euch ein wunderbares Wochenende und bis morgen.